Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind Merlin und Zoe und wir sind The Film People und wir bauen momentan diesen Sprinter zu unserem neuen Zuhause aus. Diese Woche geht's an Teil 2 der Isolierung. Wir haben es letzte Woche schon erfolgreich geschafft, den Boden hier zu isolieren. Und jetzt kommen die Wände und die Decken dran. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo die Aufgaben nicht mehr so ganz klar definiert sind. Die ersten paar Sachen, die wir gemacht haben, die Fenster einbauen und den Max-Air-Fan einbauen und so weiter, das war immer eine Aufgabe, die man einfach abgearbeitet hat und dann war es auch fertig. Mittlerweile müssen wir aber so ein bisschen vorausdenken und gucken, was die nächsten Schritte sind, um die eventuell schon einzuplanen. Deswegen hieß es für uns die letzten 2 Tage, erstmal hier einen Plan zu machen, wie genau wir das alles hier innen aufbauen wollen und dann dementsprechend vorzubereiten. Wir haben uns eine große Sperrholzplatte im Baumarkt geholt und die in Streifen geschnitten und die dienen jetzt als Verstärkung oder als Grundgerüst für unsere Wandverkleidung später. Die Latten sind nur ein bisschen zu lang, die kürzen wir jetzt nur. Die Latten sind jetzt alle noch ein bisschen zu lang, die müssen wir jetzt alle noch einmal kürzen. Heute geht es daran, unsere Latten, die wir gestern vorgeschnitten haben, in die Wände zu vernieten. Jetzt werden Löcher gebohrt und Nieten geschossen. Sagt man das so? Nieten schießen? Nee, ich glaube das Piercing. Naja, unser Van wird jetzt gepierst auf jeden Fall. Und irgendwie, wir haben uns zwar jetzt überlegt, wie wir das machen wollen. Wir machen jetzt hier ein Testbrett. Aber ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal, dass wir relativ planlos sind irgendwann noch, oder? Wir sind nicht planlos. Okay. Wir sind noch am rausfinden. Da wir der Meinung sind, dass es die sinnvollste Lösung ist, die Latten mit dem Blech zu vernieten, haben wir uns so eine coole, wie heißt das? Nietmutternzange geliehen bei meinem Onkel. Die ist richtig cool im Moment. Wir haben nämlich nicht so eine lächerliche, die man selber manuell bedienen muss, sondern die hier ist mit Akku. Das ist ein ganz schön fettes Teil. Mal schauen, wie das funktioniert. Richtig gut. Das wird richtig stabil. Ich bin voll froh. Danke, Robert. Richtig großes Shoutout an Robert. Voll gut mit dem Teil. 3 Stunden später, wir sind richtige Profis geworden mit diesem Ding. Wir haben fast alle Latten drin. Jetzt geht's an die letzten. Bevor wir mit dem Isolieren anfangen, wollen wir als erstes hier noch Alubutyl an die Wände anbringen. Alubutyl ist ein Sound... Keine Ahnung, wie heißt es auf Deutsch. Das ist ein Schalldämmungsmaterial. Also, das funktioniert so, dass hier ist Alu auf einer ziemlich dicken, klebenden Schicht. Und das macht man eben auf große Metallflächen, die schwingen und dadurch laute Geräusche erzeugen. Wenn man das da drauf klebt, dann schwingen die eben weniger und dementsprechend hat man weniger Geräusche. Soweit die Theorie. Jetzt ist es mittlerweile dunkel draußen. Das macht uns aber gar nichts, weil wir haben nämlich genug Licht. Und wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch so gut es geht mit der Sound-Schalldämmung.
mit der Schalldämmung loszulegen, mit dem Alubutyl, damit wir spätestens am Wochenende endlich mit dem Isolieren anfangen können. Ah, das ist gut schnell. Man hört direkt schon, dass das einen Unterschied macht. Hier ist ohne Alubutyl und hier ist mit. Ich höre es gar nicht so doll. Das klingt dumpfer. Mach nochmal fester. Okay, das halt weniger nach, ne? Ich habe aber irgendwie mehr erhofft. Heute kleben wir endlich Amaflex. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon 4 oder 5 Tage lang jeden Morgen gesagt, heute fangen wir an zu isolieren, aber es kam immer was dazwischen. Jetzt ist es aber soweit und ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Let's do it! Super gut vorbereitet aufs Amaflex kleben. Wir haben uns Cutter besorgt, dazu jede Menge Ersatzklingen, damit wir immer gut schneiden können. Außerdem brauchen wir was zum Abmessen, dafür nehmen wir einen Zollstock oder hier so ein Maßband von der Rolle. Und das Wichtigste und wahrscheinlich auch ätzendste an dieser ganzen Sache ist, dass man alle Oberflächen erstmal sauber machen muss. Dafür haben wir hier Silikonentferner aus dem Baumarkt genommen und damit müssen alle Flächen erstmal abgerieben werden, dass es da keine Effektrückstände oder Kleberückstände gibt, damit das Amaflex auch gut hält. Wir haben uns ja dafür entschieden, mit Amaflex unseren Van zu isolieren. Dazu haben wir uns 3 Rollen von diesem 19 mm Amaflex gekauft, sowie 3 Rollen vom 3 mm Amaflex Tape. Wir haben dazu viel recherchiert und was wir herausgefunden haben ist, dass es verschiedene Versionen von Amaflex gibt. Es gibt AF, XG und ACE und dabei sollte man wohl aufpassen, dass man nicht zum ACE greift, weil das anscheinend eine ältere Version ist und nicht gut riecht, glaube ich. Ich glaube, das stinkt ein bisschen und ja, einfach nicht so gute Dämmwerte hat wie die anderen beiden. Das hier ist jetzt das XG, das ist das zweiteuerste. Das AF ist noch ein bisschen teurer, aber da sollte man auf jeden Fall nicht am falschen Ende sparen. Wir haben auch gelesen im Internet, dass es sein kann, wenn man bei Amazon nach dem Amaflex XG oder AF guckt, dass einem manchmal das ACE untergeschummelt wird. Sollte man halt einfach nochmal nachprüfen, nicht, dass man sich da irgendwas in den Van klebt, was man nicht mehr rausbekommt und was vor allem dann auch einfach stinkt. Wir haben jetzt versucht, alle Außenbleche mit dem 19 mm Amaflex zu bekleben und haben auch wirklich versucht, überall in diese kleinen Holme und die Schlitze und überall reinzukommen, damit es auch richtig
dicht isoliert ist. Auf die Holme oben drauf haben wir uns jetzt nochmal 6 mm Armaflex bestellt, weil das uns sonst einfach zu dick ist und in die Quere kommt mit unserer Holzverkleidung. Und damit haben wir dann hoffentlich dann am Ende alles wirklich abgedeckt, dass da kein Blech mehr durchkommt, weil Blech ist halt immer eine Kältebrücke. Von unseren 3 Rollen 19 mm Armaflex haben wir jetzt 2,5 ungefähr verbraucht. Wir haben jetzt hier noch ein Stückchen übrig. Wir haben allerdings auch nur die Bleche an sich, nicht die Holme und auch noch nicht den Bereich überhalb der Fahrerkabine gedämmt. Deswegen sollte das für die Fahrerkabine gerade noch reichen. Für die Holme nehmen wir ja dann das 6 mm Armaflex. Das heißt, wenn man plant, wirklich komplett alles, den ganzen Innenraum mit dem 19 mm Armaflex abzukleben, dann denke ich, reichen 3 Rollen nicht. Dann sollte man da auf jeden Fall lieber mal 4 nehmen. Für uns war, glaube ich, jetzt 3 Rollen ziemlich gut. Ich glaube, da kommen wir genau mit hin, was super ist, weil dann haben wir keine Reste, die wir irgendwie wegschmeißen müssen, sondern haben alles untergebracht. So, herzlich willkommen zur Tutorial-Stunde. Kann ich? Wir sind jetzt fast fertig und man braucht so ein bisschen, bis man da reinkommt. Aber ich glaube, jetzt am Ende habe ich eigentlich ein ganz gutes System entwickelt. Gerade wie man hier in diese Schlitze reinkommt, weil der Sprint hat irgendwie so viele Winkel und Ecken, wo man einfach mit den Händen nicht so gut reinkommt. Aber ich zeige euch einfach kurz, wie ich es gemacht habe. Gibt bestimmt auch anders besser, aber das ist ein System, was für mich jetzt ganz gut funktioniert hat. Und zwar schneide ich mir hier ich gehe mit dem Maßband richtig bis hier oben rein, weil diese Hohlraum hinten geht wirklich bis hier oben und misst es bis hier unten. Wir wollen die Hohlraumversiegelung nicht überlackieren, überkleben, sondern die hier freilassen. Das heißt, es soll hier aufhören. Das sind von hier bis unten 60 cm, 14 in der Breite. Und die stopfe ich jetzt einfach hier durch diesen oberen Schlitz durch. So, wenn ich fast durch bin, mache ich hier oben an der Ecke schon mal das Armaflex ab. Mach's dann aber wieder drauf. Mach's durch. Machen wir das hier wieder ab. Und jetzt kann ich hier von beiden Seiten zum Glück hier hintergreifen, was es echt einfacher macht. Und jetzt ziehe ich hier dieses Papier ein Stückchen runter. Wichtig ist, dass ich jetzt nicht das Armaflex hinten an die Wand drücke, sondern immer mit der Hand auf der Klebefläche hier zu mir ziehe, weil sobald es einmal bappt, klebt es fest. Und jetzt schiebe ich das hier nach oben und ziehe dabei die Folie immer weiter runter und gucke immer noch, dass es nicht an die Wand kommt. Ich kann hier meine Hand zum Glück auch mit reinstecken und gucken, wann es ganz oben ist. So, jetzt ist oben und jetzt drücke ich das hier fest, dass es richtig fest ist. Dann ziehe ich meine Folie hier weiter runter, klebe es nach und jetzt habe ich hier unten die Folie gegriffen und kann die hier unten rausziehen und währenddessen hier Kacke. Hier Armaflex festkleben. So einfach geht's. Fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben so ziemlich alles Armaflex verklebt, was wir haben. Es sind noch ein paar Reststücke übrig und das, was hier über unsere Fahrerkabine noch kommt, aber ansonsten alles weg. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Man merkt auch einen Unterschied. Man merkt auch einen Unterschied, wenn man dran fasst. So, das Metall ist super kalt und da wo Armaflex ist, also das Armaflex an sich ist so leicht warm. Und wir haben es auch schon beim Fahren gemerkt, als wir eine halbe Stunde ungefähr sind wir mit dem Auto gefahren, haben die Heizung vorne angehabt währenddessen und danach war es hier hinten auch ein bisschen wärmer. Also funktioniert. Bringt auf jeden Fall ein bisschen was. Ja. Und leiser ist es, klappert nicht mehr. Das liegt wahrscheinlich auch viel am Alubutyl. Aber ja, ich bin zufrieden.
Und es ist gut, dass es jetzt wirklich fertig ist. Also fast. Wir haben uns noch 6 mm Armaflex bestellt. Das wird noch auf die ganzen Holme geklebt. Aber dann können wir mit dem Möbelbauen anfangen. Erstmal die Wände. Mal schauen. Oder das. Hier herrscht große Uneinigkeit. Spaß. Naja, auf jeden Fall war es das dann für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis nächsten Sonntag. Adios. Bye.